I know I keep on loving you, 'cause true love can't be killed. I ought to get you off of my mind, but I guess I'll never will. I could have dozen others, but I know I'd love you still. Then I get so doggone lonesome. Das ist ein Ausschnitt aus dem heutigen Song So Doggone Lonesome, so verdammt einsam. In meiner Videoreihe Memories of Johnny stelle ich in loser Reihenfolge Stories aus dem Leben von Johnny Cash vor und präsentiere einen passenden Song dazu. Vor 71 Jahren, am 4. Juli 1954, wurde Johnny Cash ehrenvoll bei der US-Armee entlassen und kehrte in die Staaten zurück. Er war 3 Jahre in Deutschland stationiert und diese Zeit in Deutschland ist Thema meiner heutigen Story. Wie immer kannst du mit der Kapitelmarkierung auch gleich zum Song springen. Ich freue mich aber, wenn du dran bleibst. Damit herzlich willkommen zu Memories of Johnny. Gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Johnny Cash lebte 3 Jahre in Deutschland in einer Kaserne in dem kleinen Ort Penzing, der zu Landsberg am Lech gehört. Wie kam es dazu? Hier ein kurzer Rückblick. 1950 war der Boden auf der Baumwollfarm seiner Eltern in Dyess ausgemergelt, brachte keine Baumwolle mehr hervor. Und zu der Zeit begann auch der Koreakrieg. Nordkorea hatte Südkorea überfallen, die USA haben sich auf die Seite Südkoreas geschlagen. Und es wurden massiv Soldaten gesucht für die Mobilmachung. Cash hat sich nach kurzen Arbeitsversuchen im Sommer 1950 freiwillig zur Armee gemeldet und für 4 Jahre verpflichtet. Er bekam zunächst eine Grundausbildung und entschied sich dann für eine Funkerlaufbahn. Die Ausbildung dazu dauerte das ganze erste Jahr. Es stellte sich raus, dass er beim Abhören von Morse-Nachrichten spezielle Fähigkeiten entwickelt hatte. Und da kam Korea nicht mehr in Frage, sondern er hatte zur Alternative entweder Alaska oder Deutschland. Und so wie er in seiner Biografie schreibt, war es die Wahl zwischen ewiges Eis oder gutes Essen und Frauleins. Er hat sich für das Letztere entschieden. Im Juli 1951 war es dann soweit. Der Truppentransport landete in Bremerhaven. Und das Erste, was Cash dort erlebte, war ein Rassenaufstand, Rassenunruhen im Hafengebiet zwischen den schwarzen und den weißen US-Soldaten. Die Stimmung war angespannt. Cash beobachtete diese Unruhen aus dem 9. Stock seines Hotels, konnte es nicht begreifen. Er selbst hatte nie ein Problem mit Schwarzen oder Menschen anderer Hautfarbe und das behielt er auch sein gesamtes Leben lang bei. Dann ging es für ihn weiter nach Landsberg am Lech, genauer gesagt in den kleinen Ort Penzing, der lag etwa 6 Kilometer von Landsberg entfernt. Für die kommenden 3 Jahre hieß sein Rhythmus 6 Tage Dienst, 3 Tage frei. Er stellte schnell fest, dass die meisten seiner Kameraden in diesen 3 Tagen fast überwiegend betrunken waren. Nach eigenen Angaben beteiligte er sich anfangs noch nicht daran. Er suchte die Nähe von Kameraden, die lieber, so wie er, nüchtern bleiben wollten und hatte auch vor, seine Freizeit überwiegend mit Lesen, Gottesdiensten und Briefe nach Hause schreiben zu verbringen. Er fühlte sich auch oft einsam und schließlich waren die Langeweile und die Versuchungen dann doch so groß, dass er auch angefangen hat, Bier zu trinken. Später kam Cognac hinzu und auch die Ausschau nach jungen Fräulein sowie die ein oder andere Prügelei in deutschen Bars. Als Funker wurde er schnell zum Experten. Er konnte die kompliziertesten Morsebotschaften noch entziffern, selbst wenn sie mit einer Geschwindigkeit von 35 Wörtern pro Minute, das gilt als Hochgeschwindigkeit, gesendet wurden. Er war auch so ziemlich der Einzige, der das konnte in der Kaserne und immer wenn es kompliziert war, dann wurde er hinzugezogen. Seine Expertise war schließlich auch in anderen europäischen Ländern mit Abhörstationen gefragt, sodass es ihm tatsächlich auch möglich war, andere Metropolen zu besuchen. So lernte er London, Paris, Barcelona und nicht zuletzt auch Venedig kennen. In seiner Biografie schrieb er von der Krönung von Queen Elizabeth, wo er 1953 dabei war. Er besuchte in Paris das Folies Bergère und hat in Venedig
auf dem Markusplatz mit einem Kameraden und mit geliehenen Musikinstrumenten dort Country-Songs gespielt und gesungen. Die Musik war überhaupt sein wichtigster Begleiter und ich meine sogar, dass diese Zeit in Deutschland eine wichtige Grundlage für seine spätere Karriere gebildet hat. Er kaufte sich hier in Landsberg seine erste Gitarre, lernte von einem Kameraden noch mehr Gitarrengriffe und traf sich mit weiteren Musikern. Sie gründeten zusammen eine erste Band mit dem Namen Landsberg Barbarians, die Landsberger Barbaren. Unter diesem Namen traten sie auch mehrfach in deutschen Bars auf und auch unter anderem mal in dem renommierten Hotel Goggle in Landsberg. Cash und seine Kameraden waren ihrer Herkunft nach alle vom Land und kannten die großen Country-Songs, die sie dann auch einstudiert haben, um sie dort zu singen. In seiner Autobiografie schrieb Cash mal was von, sie verschandelten die großen Country-Songs, aber das ist sicherlich eine Frage der Sichtweise. Es hatte bestimmt nicht die Qualität von späteren Sun-Jahren, aber es war doch sicherlich auch ein wichtiger Anfang. Cash berichtete auch von mancher Prügelei nach diesen Auftritten mit den deutschen Jungs. Von einer davon behielt er eine leicht schiefe Nase zurück. Und auch kennst du vielleicht seine dreieckige Narbe hier am rechten Kinn. Die hat er auch aus Deutschland mitgebracht. Das war aber keine Prügelei, sondern ein betrunkener Arzt, der ihm eine Zyste entfernen sollte und es verdorben hat. Neben der Musik verbrachte er seine Freizeit gerne mit Angeln. Er schwärmte bis ins hohe Alter rein, vor allem für die Plätze in Oberammergau. Trotz alledem ging das nicht ohne Schabernack an, weil sie brieten dann auch schon mal die Fische mitten auf dem Marktplatz im Ort, sehr zum Leidwesen der Dorfpolizei oder der Ortspolizei. In seinen beiden Autobiografien klingen die Rückblicke auf diese Zeit schon ein bisschen wie Reue, Bedauern und verschwendete Jahre. Ich kann das irgendwie schon nachvollziehen. Ich denke aber auch, dass es auf beiden Seiten, Amerikaner und Deutschen, eine Kombination aus Lebenshunger nach dem Krieg, jugendlichen Übermut und natürlich viel Alkohol und auch ganz viel Langeweile eher die Ursache waren. Das soll nichts entschuldigen, aber es ist sicherlich erklärbar, warum diese Aggressivität da teilweise so einen hohen Stellenwert eingenommen hat. Jetzt aber nochmal zurück zur Musik. Cash hat hier in Deutschland erste Songs geschrieben. Er schrieb zum Beispiel den Folsom Prison Blues. Er schrieb auch den Song Wide Open Road am Anfang seiner Sun-Karriere. Und auch Hey Porter als Gedicht für eine Soldatenzeitung. Dieses Gedicht hatte er ja, wie ich das schon mal im Video erzählt habe, später vertont. Und es war die A-Seite seiner allerersten Single bei Sun Records. Es geht auch die Geschichte, dass in seiner Kaserne ein Schild hing, auf dem stand Don't take your guns to town, weil es den Soldaten untersagt war, Waffen mit in die Stadt zu nehmen. Und auch wenn ich glaube, so wie ich das gehört habe oder so viel ich weiß, der Song nicht direkt in Deutschland entstanden ist, könnte ich mir vorstellen, dass zumindest die Idee dort in Deutschland oder hier in Deutschland in Landsberg am Lech für diesen Song geboren wurde. Und das war ja auch der erste große Hit für Columbia Records 1958. Mein heutiger Song, So Doggone Lonesome, gehört, so viel ich weiß, nicht zu den Songs, die er in Deutschland geschrieben hat, aber Cash drückt in diesem Song wirklich die Gefühle Einsamkeit, Langeweile und Sehnsucht nach den Lieben zu Hause aus. Und deswegen passt dieser Song perfekt für mich auch zu dieser Stimmung, die Cash hier sicherlich auch zur Genüge kennengelernt hat. Er hat diesen Song ursprünglich für den Country-Sänger, man könnte auch sagen Country-Ikone, Ernest Tubb geschrieben, hat sich dann aber doch schließlich entschieden, diesen Song selber aufzunehmen und so klingt er. I do my best to hide this low-down feeling.
I try to make believe there's nothing wrong, but they're always asking me about you, darling, and it hurts me so to tell them that you're gone. If they ask me, I guess I'd be denying that I've been unhappy all alone. But if they hurt my heart, they'd hear it crying. Where's my darling when she's coming home? I ask myself a million times what's right for me to do, to try to hang my blues alone or hang around for you. But I make it pretty good until that moon comes shining through. Then I get so doggone lonesome. Time stands still when you're awaiting. Sometimes I think my heart is stopping too. One lonely hour seems forever. 60 minutes more to wait for you. But I guess I'll keep waiting till you're with me, 'cause I believe that loving you is right. But I don't care if the sun don't rise tomorrow, if I can't have you with me tonight. Well, I know I'll keep on loving you, 'cause true love can't be killed. I ought to get you off of my mind, but I guess I never will. I could have dozen others, but I know I love you still, 'cause I get so doggone lonesome. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Ich bleibe nochmal in Deutschland, weil ich habe tatsächlich ein paar Sachen hier nicht mehr reinpacken können in diese Story. Zum Beispiel die Geschichte von dem Song I Walk the Line. Der aufmerksame Cash-Kenner, vielleicht weißt du das, hat den Song zwar nicht in Deutschland geschrieben, aber es gibt eine Geschichte, der Ursprung geht auf eine Begebenheit hier zurück, die erzähle ich, und außerdem erzähle ich noch etwas, wie es dazu kam, dass Johnny Cash 6 Lieder in Deutsch gesungen hatte, die aber vorerst nie veröffentlicht wurden. Sicherlich auch noch mal eine spannende Zeit. Ich präsentiere dazu den Millionenhit von Cash, den Top-Hit I Walk the Line. Und bis dahin tschüss und bleibt gesund.